Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die ich für euch vorbereitet habe, sind und zwar, schauen wir uns an. Das erste Thema ist Airline Safety. Da guckten sich Fluggesellschaften an, warum Passagiere ihre Koffer mitnehmen wollen und was es da für Themen gab. Dann auch das Thema 321 XLR. Lufthansa sagt, nö, für München und von Frankfurt, nö, macht keinen Sinn. Wir gehen weiter auf die 380er Strecken 2026. Das interessiert auch immer viele, wo der 380er hinfliegt. Und dann haben wir nochmal Travel Hacks. 7 Stück. 7? 7. So, 7. Habe ich für euch mal rausgesucht. Und das sind Tricks, die ich selber aktiv angewendet habe im letzten Jahr, weil ich bin das gefragt worden. Und da gehen wir dann mal drauf ein. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen, aber auch ganz, ganz wichtig, aufs Tool zu kommen und die Themen zu diskutieren. Nachdem wir gestern nach der 9. Minute keinen Ton haben, achte ich heute darauf, dass das klappt. Es ist aber im zweiten Upload dann gut gegangen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ja, Hansens A321 XLR ist ein Thema gewesen, hatte ich gesagt, aber Lufthansa sagt, nee, ist kein Thema für uns ab Frankfurt oder ab München. Heißt, man hat den 321 XLR im Markt konfrontiert, aber man entscheidet sich ganz bewusst gegen das Flugzeug. Und zwar bietet man zwar mit dem 8700 Kilometern Reichweite einen Gatechanger-Reichweite an und ist aber trotzdem eher ein Nischenprodukt. Die Konzernstrategie bleibt Hub-to-Spoke mit Wide Bodies und relevanter Frachtanfra und Muck. Innerhalb der Gruppe wurden XLR-Szenarien unter anderem für Brussels geprüft, aber wegen geringer Frachtkapazität wieder verworfen. Das heißt also, der 321er hat halt keine Frachtkapazitäten und deshalb ist er halt nicht so interessant. Warum sind die Frachtkapazitäten? Weil es dort Compartments gibt für den zusätzlichen Sprit und deshalb hat man unten weniger Platz für Container. Ja, innerhalb der Gruppe gibt es ja einen, der hat zumindest den 321 LR, das ist die ITA. Die wurden ja vor der Hansens Zeit angeschafft und man hat wichtige Erfahrungen damit gesammelt. Wettbewerber und Partner gehen aber andere Wege. IAG Iberia fliegt den XLR sogar ja transatlantisch. Air Canada testet ab 2026 Europastrecken und kommt ja auch nach Berlin. Weiter geht es da mit United, die planen ja mit bis zu 50 XLRs, also da geht es auch relativ zur Sache. Ja, die Diskussion am Markt ist natürlich, dass man sagen kann, Punkt-zu-Punkt-Angreifer im sekundären Märkten wäre natürlich Berlin, Hamburg, aber auch Düsseldorf zu nennen. Als Beispiel vorbei an den Hubs. Kritik ist natürlich, dass damit die Gefahr der Kannibalisierung der Hubverkehre und von Feeder und von Frachtvolumen das Ganze führt. Und das ist das, was Lufthansa ja explizit nicht sagte. Vielleicht kommt er ja irgendwann mal ab Düsseldorf, vielleicht kommt er ab Berlin, damit er den anderen Paroli bieten kann, die das ja Ganze nutzen. Aber im Moment ist es der Hansa ja egal. Warum? Weil wir ja das Joint Venture haben, das AA++, so ist es, AA+. Also A++ Joint Venture, das heißt also, dass dort die Preise und die Einnahmen geteilt werden. Jo, ihr könnt natürlich sagen, sollte Lufthansa bewusst ein zweites Punkt-zu-Punkt orientiertes Langstreckenmodell außerhalb der Hubs aufbauen und ist der Verzicht auf den 321 XLR langfristig richtig. Und für die Lufthansa selber wird das wahrscheinlich nichts. Vielleicht kommt ja Eurowings oder es kommt Discover. Wir werden sehen. Ja, viele von euch sagen, naja gut, 321 Langstrecke XLR, also dann so lange fliegen. Flieg lieber 380er, das andere Extrem, von dem kleinen zum ganz, ganz großen. Und welche Strecken haben wir in 2026? Eine Strecke ist natürlich mit den 8 Airbus 380ern, die man noch betreibt. Ab München sind sie alle stationiert, sind ganz wichtig. Das sind Neu-Bombay, ab dem 1. Juli 2026 täglich. Streichung ist für New York, JFK. Ersetzt wird das Ganze durch den 350er. Und Indien gewinnt strategisch an Bedeutung. Delhi ganzjährig, Bombay neu. USA-Routen mit 380er, dann Los Angeles, San Francisco, Boston, Denver, Washington sind saisonal und wechselnd. Und im Winter fliegt man ja wie immer traditionell nach Thailand, nach
Bangkok. Ja, also insofern geile Strecken. Täglich mit kurzen A350er Phasen Los Angeles. Das ist für mich eigentlich das wichtigste Takeaway mit Los Angeles. Ansonsten, ja, die 380er wird weiter für kapazitätsstarke Strecken genutzt, was ja Sinn macht bei der Kapazitäten. Für Slot- und nachfragestarke Märkte, Indien als Wachstumsmarkt, auch im Premium-Segment. Und man hat natürlich da Wettbewerber wie Emirates, aber auch Singapore Airlines, die in Mumbai dort das Marktpotenzial unterstreichen. Ist der 380-Einsatz in Indien ein Vorbild für weitere Kapazitätsverschiebungen weg von den USA? Weil USA gehen ja trendsmäßig runter, da könnt ihr die Frage mal beantworten. So, jetzt kommen wir zum Thema, er fragt, Lars, was machst du denn mit deinen Punkten? Und womit sparst du Punkte, Geld und Zeit? Ja, also das erste ist Points Arbitrage. Das heißt also, dass man Meilen immer nur dann kauft, wenn man wirklich dort eine Promotion hat. Wenn die Promotion Sinn macht, dann kauft man die Meilen und nicht einfach Meilen zu kaufen. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr von Finnair keine Meilen gekauft. Einmal habe ich so viele Meilen bei Finnair, fast, ich glaube 800.000, habe nochmal 2, irgendwas Millionen Amex, die ich in Avios umtauschen kann. Also ich bin da mehr als versorgt. Heißt also, dass man auch nicht einfach nur kauft, um zu haben. Damit sollte man natürlich immer aufpassen, dass man immer einen Use Case hat, weil Meilen wären eher weniger wert als mehr. Dann VPN Spoofing. Spoofing kennen wir ja aus dem Zusammenhang vom GPS. Spoofing, das heißt also, dass man dem GPS sagt, nee, du bist ja eigentlich gar nicht hier, sondern bist da. Und damit macht man das Fliegen gefährlicher, beziehungsweise auch, dass man das Leben im Cockpit schwerer macht. Gerade in Kriegszeiten wird das ja sehr stark genutzt. Aber was wir machen mit dem VPN ist nichts Illegales, sondern es ist einfach nur, dass wir ein VPN benutzen für Märkte, die günstiger sind. Beispiel wäre zum Beispiel, wenn man Tickets in Thailand kauft, in Thailand sind sie billiger als außerhalb von Thailand für Flüge innerhalb von Thailand. Aber auch Flüge aus der Türkei und Indonesien gekauft sind auch billiger, wenn man die benutzt. Übrigens auch mit Android-Geräten billiger als mit iPhone. Jo. Also da kann man wirklich was machen. Dann, was ich auch nutze, sehr stark, sind Kreditkarten, um Mietwagen zu bezahlen, damit die Versicherung genutzt wird. Heißt also, ich habe zum Beispiel bei meinen amerikanischen Kreditkarten, habe ich die Premium-Versicherung mit dabei, kostet, glaube ich, $17 pro Anmietung. Und ich miete pro Jahr, glaube ich, für fast 20 Wochen Autos. Und da macht das sich schon bezahlt und bezahlt alleine. Heißt also ganz wichtig, da sollte man halt wirklich schauen. Dann natürlich ist es so, dass diese Versicherung nicht alles immer abdeckt. Da solltet ihr darauf aufpassen. Ganz, ganz wichtiger Disclaimer. Und wenn ihr richtig gerechnet habt, haben wir schon 3. Jetzt kommen wir zum 4. und haben damit quasi die Mitte. Das wäre dann, wenn es Delay gibt, holt euch eure Knete. Ich habe Finnair verklagt auf meine 250, auf meine 600 oder was immer Euro, was mir zusteht und auch auf andere Kompensationen, die zustehen. Ganz, ganz wichtig, dass ihr eure Rechte reinholt, weil das ein Weg ist, natürlich um Geld zu sparen. Im ersten Moment Stress, aber dank dem Matthias Böse ist das durchaus einfach. Also das ist auch, besteht auf euren Rechten, auch bei Hotels. Bei Marriott oder sowas gibt es ja auch Benefits, wenn die Benefits nicht geliefert werden. Dann gibt es dort nochmal sogenannte eSIM-Geschichten. Das heißt also, dass ihr euch ein eSIM holt, anstatt zu roamen. Anstatt einen teuren Vertrag zu holen. Ich nutze zum Beispiel mit meinen amerikanischen Telefonkarten sehr stark WLAN-Telefonie. Da ist es kostenlos. Und wenn ich irgendwo länger bin, in Dubai jetzt zum Beispiel wieder, wo ich die letzten Tage war, habe ich mir einfach eine eSIM vor Ort geholt. Die haben mir 10 GB sogar kostenlos für 24 Stunden gegeben. Also insofern damit dann nicht die eigenen Karten benutzen. Dann wichtig ist auch, Transferpartner auszuwählen, wo ihr die meisten Bang for the Buck bekommt. Das heißt also, wo ihr 1:1 habt. Nutzt amerikanische Kreditkarten. Ja, ich weiß, ihr rollt genauso wie ich gerade die Augen und sagt, oh mein Gott, was macht er denn da wieder? Nein, amerikanische Kreditkarten. Ihr bekommt mehr Meilen, mehr Punkte beim Ausgeben und keine Auslandszuschläge, keine Foreign Exchange Fees, wie das heißt. Und last but not least, ihr bekommt mehr Punkte. Selbst bei Emirates, der einzige, der in den USA keine 1:1 bei Amex gibt,
kriegt man 5:4, also nur 20 anstatt 50% Abschlag wie in Deutschland. Also damit habt ihr auch nochmal mehr geholt. Und als letztes ist es so, schaut, dass ihr mit euren Kreditkarten Loungezugang habt und utilized. Macht einfach einen Loungezugang. Man kann die Lounge nutzen und hat damit dann die Vorteile, auch wenn man Economy Class fliegt oder mit einer Fluggesellschaft fliegt, mit der man keinen Loungezugang hatte. Heißt also, dass ich dann einfach Priority Pass oder hier mein, wie heißt das Ding nochmal, meine Infinite, so ist das, Visa Infinite den Bonus benutze oder American Express in die Amex, in die Centurion Lounges gehe. Also, dass man dort viele Möglichkeiten benutzt, um dann in der Lounge nochmal arbeiten zu können, aber auch entspannen zu können und die Wartezeit möglichst spontan und gut zu verbringen, dass man dort halt nicht dann Probleme bekommt beim Warten. So, das waren 7 Themen, aber wichtig sind auch Fehler, die ihr vermeiden solltet. Ganz wichtig ist wirklich, ich sage es nochmal, ich habe es eben auch gesagt, kauft keine Meilen nur um die Meilen zu kaufen, weil es gerade billig ist, sondern wenn ihr einen Use Case habt und es billig ist, dann schlagt zu. Dann Basic Economy oder andere Tarife zu nehmen, wie die Zuschläge sehr hoch sind. Schaut immer nach, ob ihr mit Meilen die Zuschläge bezahlen könnt, auch bei Lufthansa. Oder wenn Lufthansa, das ist auch so geil, ich habe ja jeden Tag Calls. Und wenn Leute sagen, ja, ich sammle bei Lufthansa und mit den Meilen habe ich ja schon so die, ja, das ist ja auch ganz toll, wenn du nach Amerika fliegst mit deinen Meilen. Aber du bezahlst 900, 800 Euro Zuschlag für einen First-Class-Business-Class-Flug. Das macht doch keinen Sinn. Bei Finnair bezahle ich keine 100. Also es gibt viele Möglichkeiten, viele Meilen zu sparen, wenn man Meilenprogramme einsetzt, mit denen man keine Zusatzgebühren hat. Deshalb solltet ihr diese Gebühren immer im Kopf behalten. Und Steuern und Transferkosten. Was nützt es, wenn ich von Istanbul aus über München nach Los Angeles fliege und das Ticket ist billiger, aber die Opportunitätskosten, aber auch die Zeit, die ich verliere, mir wesentlich mehr Malus bringen als der Vorteil. Also insofern verpasst das nicht, dass ihr da diese Fehler vermeidet. Das letzte Thema ist das Thema, wo Leute aus dem Flugzeug ihre Taschen mitnehmen. Und jetzt wird es auch untersucht, dass bei Evakuierungen das Handgepäck nicht zurückgelassen wird. Wir haben ja ein trauriges Beispiel, das war ja dieser Superjet in Moskau, glaube ich, war das. Und da sind Leute gestorben, weil die ersten Reihen nicht sich nach draußen bewegt haben, weil sie ihre Koffer mitgenommen haben. Und auch in Zeiten von Handys viele Leute das Gefühl haben, sie müssen erst mal filmen, bevor sie überhaupt mit ihrem Arsch aus dem Flugzeug kommen. Und das ist natürlich sehr tragisch. In der westlichen Welt, Gott sei Dank, da gab es keine Probleme der Art, wo Leute ums Leben gekommen sind, aber viele brenzlige Situationen trotzdem, weil die Leute Gepäck mitnehmen. Und Flugzeuge müssen ja in 90 Sekunden evakuiert werden, so ist die Vorgabe. Die Realität ist aber leider oft weit davon entfernt. Denn das Hauptproblem ist wirklich das Handgepäck, ist wirklich Blockieren der Gänge und das Gefährdende beim Rutschen, wenn man Handgepäck in der Hand hat, dass auch Rutschen kaputt gehen können. Die Studien zeigt 75, das ist glaube ich eine britische Studie, 75% der Leute würden ihr Gepäck mitnehmen aus dem Flugzeug, wenn sie keine unmittelbare Gefahr empfinden. Und 35 würden trotz Gefahr das mitnehmen. Ich kann das verstehen, dass wenn man dort mit Pass und so weiter irgendwo in der Fremde strandet, beziehungsweise ohne Pass, weil er verbrennt. Aber dann macht euch so einen Brustbeutel, wo ihr den Pass permanent... Oh, ich wollte nicht aufs Mikrofon schauen. Entschuldigung. Also wie gesagt, dass der verbrennt. Dann macht euch so einen Brustbeutel, wo ihr ihn reinsteckt oder irgendwo, dass ihr es am Mann habt, dass ihr einfach rausrennen könnt. Und die Gründe sind natürlich Instinkt, Misstrauen gegenüber den Airlines, Angst vor Aufwand, Wert der Gegenstände. Aber ich kann dort nur von Willy Walsh, ehemaliger CEO British Airways, aber jetzt Chef der IATA, sagen, es gibt nichts Wichtigeres in deinem Gepäck als dein Leben. Und das ist halt leider so. Und psychologische Forschung für ab 2026, dort will IATA die Studie machen. Ich bin mal gespannt, was die Ergebnisse sind. Und auch die verschließbaren Overhead-Bins, das ist ja das, was bei solchen Diskussionen immer kommt, weiß ich nicht, ob das dort dann so klappt, weil man dann trotzdem instinktiv da das macht. Ich hatte mal gehört, auch wenn in einem der Trainings das gesagt wurde, dass die Passagiere im Prinzip das rückwärts machen, was sie machen, wenn sie an Bord gekommen sind in Stresssituationen. Oder grundsätzlich macht man das.
Und das heißt ja auch, dass man, wenn man an Bord gegangen ist, dein Gepäck hochtut, dass man genau das dann macht. Und eine interessante Geschichte ist aber auch trotzdem dann, viele Leute scheitern beim Aussteigen unter Stress daran, einfach den Gurt zu öffnen. Heißt also, dann ist das auch nicht mehr alles so ganz klar. Also ich bin mal gespannt, was die Studien sagt und ob man wirklich dann eventuell hohe Geldstrafen macht, was politisch natürlich heikel ist, oder als Konsens sagt, halt der Status quo ist nicht mehr haltbar, dass man da halt Alternativen findet. Ja, sollten Overhead-Bins in Notfällen automatisch verriegelt werden, auch wenn das zu mehr Frust im Alltag führt? Da könnt ihr ja antworten. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazu lassen. Ich schaue, dass der Ton heute durchgängig da ist und nicht nochmal hochgeladen werden soll. Ihr schaut nach auf School und die beantwortet auch noch die Fragen des Tages. Das eine ist, sollte Lufthansa ein echtes Punkt-zu-Punkt-Langstreckenmodell mit A320 XLR aufbauen oder ist ein Verzicht strategisch richtig? Also aka Eurowings. Ich denke mal nicht, dass sie das als Mainline machen. Und das andere Thema ist der Stärke 380er Fokus auf Indien ein Signal, eine langfristige Verschiebung im Lufthansa-Streckennetz? Euch viel Spaß beim Abspann. Bis dann, ciao.